Leider spreche ich nur ein bisschen Deutsch. Aber ich bringe viele Grüße von den Leuten von Tunbridge Wells. Hier sagen wir, wir lieben, wo wir leben. Und ich hoffe, dass zwischen seinem Besuch Sie auch lieben, wo wir leben. We meet on the 25th anniversary of the official twinning Tunbridge Wells and Wiesbaden. I understand that some of you were present when the official twinning charter was signed in Tunbridge Wells on the 22nd of April 1989 and in Wiesbaden on the 17th of September 1989. It was the culmination of a link going back much further. Tunbridge Wells' links with Wiesbaden go back to 1960. 4 ex-servicemen drove to Wiesbaden seeking reconciliation and friendship with German ex-servicemen equally keen actively to heal the wounds of the Second World War. They went with a message of friendship from the Mayor of Tunbridge Wells, Norman Blanfield. It is fitting that we should be celebrating this anniversary in 2014, the year when we are also commemorating the centenary of the outbreak of the First World War. Twinning is about overcoming barriers and bringing people together. In our case, this has been manifested in a number of ways. In the early years, by two-way visits between the people of Tunbridge Wells and Wiesbaden, mostly ex-servicemen and their families travelling by coach. Later years saw sports and musical groups, choral societies, school exchanges, scouts and cubs, even links between beekeepers in two towns. Since first links were established, thousands of people from our two towns have got together and formed many lasting friendships. We have a small photographic exhibition which shows a few highlights of early links and more recent activities. Today, Tunbridge Wells Twinning and Friendship Association acts as intermediary between groups and individuals in our two twin towns. I'd like to particularly thank Michael Holman for his work for organising today and for his work over
thanks over Christine Phillip and her work too. Thank you both for that. For the 25th anniversary year, a variety of events culminating in the Lord Mayor's visit today. In April, Director of Wiesbaden Music School was guest conductor at a spring concert at West Kent's Lydian Orchestra. In June, Blazing Saddles cyclists, who I waved goodbye to outside the town hall, pedalled 400 miles to Wiesbaden to be welcomed by Wiesbaden cyclists and the Mayor. Also, Tunbridge Wells Royals cricket team took part in a tripartite cricket tournament in Frankfurt, but as with our football, less said about the result later. But a great time was had by all. And as I speak, Royal Tunbridge Wells TS Brilliant Sea Cadets are preparing to leave for Wiesbaden, where they will first play at the Menin Gate Memorial to the Missing in Belgium, and then play together with the Red Heralds marching band in Wiesbaden. It's a record of which we should all be proud, and a great welcome, and a great honour to welcome you here today. Thank you. Anlass für unser Zusammentreffen heute ist das 25. Jubiläum der offiziellen Partnerschaft zwischen Tunbridge Wells und Wiesbaden. Man sagte mir, dass einige von Ihnen auch damals dabei waren, als die offizielle Partnerschaftsurkunde unterschrieben wurde, am 22. April 1989 in Tunbridge Wells und am 17. September 1989 in Wiesbaden. Das war das Ergebnis von Verbindungen, die viel weiter zurückreichten. Die Beziehungen mit Wiesbaden gehen auf das Jahr 1960 zurück, als 4 ehemalige Soldaten nach Wiesbaden gefahren sind, mit dem Ziel, Versöhnung und Freundschaft mit deutschen Veteranen zu suchen, die diesen Wunsch nach Heilung der Wunden des Zweiten Weltkriegs teilten. Mit sich trugen sie eine Botschaft der Freundschaft von dem damaligen Mayor von Tunbridge Wells, Norman Glanfield. Es ist passend, dass wir dieses Jubiläum 2014 feiern, in dem Jahr, in dem wir auch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs gedenken. Städtepartnerschaften dienen der Überwindung von Grenzen und der Zusammenführung von Menschen. Dies nahm bei uns unterschiedliche Formen an. In den ersten Jahren gab es einen regen Besucheraustausch in beiden Richtungen, vorwiegend durch ehemalige Soldaten und ihre Familien und meistens per Reisebus. In den darauf folgenden Jahren waren es eher Sports- und Musikgruppen, Gesangsvereine, Schüleraustauschgruppen, Pfadfinder und dergleichen. Es gibt sogar eine Verbindung zwischen Imkern in beiden Städten. Seitdem die ersten Verbindungen geknüpft wurden, sind Tausende von Menschen aus beiden Städten zusammengekommen und dauerhafte Freundschaften entstanden. Eine kleine Fotoausstellung hier zeigt einige Höhepunkte aus den ersten Jahren sowie neuere Aktivitäten. Heute ist die Tunbridge Wells Twinning and Friendship Association bei der Vermittlung von Kontakten zwischen Gruppen und Einzelpersonen in unseren beiden Städten tätig. Hier spricht der Bürgermeister gerade auch noch seinen Dank an Michael Holman, den Vorsitzenden des Vereins, aus. Es hat bereits eine Reihe von Veranstaltungen in diesem Jubiläumsjahr gegeben, das mit dem heutigen Besuch des Oberbürgermeisters seinen Höhepunkt findet. Im April war der Direktor der Wiesbadener Musikakademie Gastdirigent beim Frühjahrskonzert des Lydian Orchesters. Im Juni radelten die Blazing Saddles 400 Meilen nach Wiesbaden, wo sie von dem Wiesbadener Fahrradclub und dem Oberbürgermeister begrüßt wurden. Mitglieder der Tunbridge Wells Royals Cricketmannschaft nahmen an einem dreiseitigen Cricket-Turnier in Frankfurt teil. Über das Ergebnis wollen wir lieber schweigen, aber alle haben wohl sehr viel Spaß gehabt. Und während ich gerade spreche, bereiten sich die Seekadetten von TS Brilliant auf eine Reise nach Wiesbaden vor. Auf dem Weg werden sie an dem Menin-Gate-Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs in Berlin spielen und danach zusammen mit dem Musikzug der Roten Herolde in Wiesbaden auftreten. Das ist eine Leistung, auf die wir alle stolz sein können. Und es ist mir eine Ehre, Sie alle heute hier willkommen zu heißen. Your Worship, the Mayor, distinguished guests,
Ladies and Gentlemen, vielen Dank für die außerordentlich herzliche Begrüßung hier im Rathaus von Royal Tunbridge Wells. Es ist nicht nur mein erster Besuch hier, es ist auch mein erster Besuch in England überhaupt. Und ich freue mich wirklich sehr anlässlich der Feierlichkeiten zu unserem städtepartnerschaftlichen Jubiläum, Ihre schöne Stadt ein wenig näher kennenlernen zu dürfen. Ich möchte Ihnen auch für die Einladung unserer Delegation danken. Und ich glaube, ich kann für alle sprechen. Wir alle fühlen uns bei Ihnen von Beginn an wohl und fühlen uns wie bei guten Freunden. Many thanks for the very warm welcome here in the Town Hall of Royal Tunbridge Wells. This is my first visit here, and I'm very pleased that the celebration of our 20th anniversary gives me the chance to get to know your lovely town. I should also like to thank you for your invitation to our delegation, and I know I speak for all of us when I say that we all immediately felt quite at home here, as with good friends. Bei einem Spaziergang heute Morgen hat uns Professor Michael Holman, der Vorsitzende des hiesigen Partnerschaftsvereins, die schönsten Plätze und Bauwerke der Stadt gezeigt, und ich habe Tunbridge Wells vom ersten Moment an fest in mein Herz geschlossen. During a walk through the town this morning, Professor Michael Holman, chairman of the Twinning Association here, showed us some of the town's loveliest places and buildings, and I immediately lost my heart to Tunbridge Wells. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 2014 steht ganz im Zeichen unseres Jubiläums. 25 Jahre Städtepartnerschaft zwischen der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden und Tunbridge Wells sind ein schöner Grund zum Feiern. Dabei war die Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages im Jahr 1989 ja gar nicht der Anfang der Verbindung unserer beiden Städte. Erste Kontakte gab es bereits im Jahr 1960 zwischen ehemaligen Angehörigen der deutschen Wehrmacht aus Wiesbaden und ehemaligen englischen Soldaten aus Tunbridge Wells, um die deutsch-englischen Beziehungen zu fördern und zu vertiefen. Ladies and gentlemen, 2014 is our anniversary year, 25 years of twinning between Wiesbaden, the state capital of Hesse, and Tunbridge Wells are a good reason to celebrate. But the relationship between our towns did not start with the signing of the twinning agreement in 1989. The first contacts go back to 1960, when ex-servicemen from Wiesbaden and Tunbridge Wells got together to promote and strengthen Anglo-German relations. Heute liest sich das ganz normal. Wenn man die Älteren unter uns befragt, war es speziell für viele Engländer damals eine große Überwindung, den ehemals verfeindeten Deutschen die Hand zu reichen. Umso schöner, dass ausgerechnet ehemalige Soldaten es waren, die den ersten Schritt gingen. Aus diesen ersten Kontakten entstand ein immer reger werdender Austausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, der 1970 in der Unterzeichnung des Freundschaftsvertrages zwischen unseren beiden Städten mündete. Aus heutiger Sicht war dieser Vertrag ein Glücksfall für Wiesbaden, weil sich diese Städtefreundschaft zu einer der absolut lebendigsten Städtepartnerschaften Wiesbadens entwickelt hat und folgerichtig 1989 zu einer solchen Partnerschaft erklärt wurde. Today that sounds quite normal, but if you ask older people among us, it was a big step back then, particularly for many English people, to offer the hand of friendship to the Germans, who had so recently been their enemies. All the more admirable that it was ex-servicemen who took that first step. Those first contacts led to an ever more intensive exchange between our citizens that resulted in the signing in 1970 of a friendship agreement between our two towns. Looking back, that was very lucky for Wiesbaden, as the friendship between the two towns developed into one of our liveliest partnerships and was declared an official twinning link in 1980. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Städtepartnerschaften leben durch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, nicht durch Verträge zwischen den Rathäusern. Und je besser die Bürgerinnen und Bürger organisiert sind, desto besser funktioniert auch der Austausch. Einen ganz großen Anteil am Bestehen unserer Partnerschaft und am regen Austausch zwischen unseren Städten haben die beiden Partnerschaftsvereine. Ihnen gebührt besonderer Dank und besondere Anerkennung, da sie ja quasi die Exekutive für die politische Zielsetzung der Partnerschaft ist. Herzlichen Dank also an Professor Michael Holman auf der englischen und Frau Christine Laubach auf der deutschen Seite. Ladies and gentlemen,
Town twinning lives through the participation and commitment of the townspeople, not through official agreements between town halls. And the better those people are organised, the better the exchange will function. The two twinning associations have played an enormous part in keeping the twinning alive and in promoting a lively exchange between our towns. We owe them our special thanks and appreciation, as they are practically the executive that translates the overall objectives into reality. Our warmest thanks go to Professor Michael Holman here in England and Christiane Lauerbach in Germany. In diesen Dank schließe ich ausdrücklich auch alle Mitglieder der beiden Vereine ein, die oft im Hintergrund für die reibungslose Durchführung der Aktivitäten sorgen. Unsere Städte können zu Recht stolz sein, solche Partner an ihrer Seite zu wissen. Denn die zahlreichen Besuche von Familien und Reisegruppen, Wanderungen, Sportveranstaltungen, Kunstausstellungen und sonstige Austausche organisieren sich schließlich nicht von selbst. Es erfordert eine Menge Koordination, Energie und Zeit. I expressly include the members of the two associations in my thanks, as it is often their work in the background that ensures that activities go well. Our towns can be justifiably proud to have such partners, because the many visits by families and groups, sports events, art exhibitions and exchanges don't organise themselves. They require a great deal of coordination, energy and time. Mit dem 25-jährigen Jubiläum soll der partnerschaftliche Austausch jedoch keinesfalls enden. Die Landeshauptstadt Wiesbaden hat großes Interesse daran, diese Partnerschaft weiterhin mit Leben zu füllen. Sie wird den Austausch der beiden Städte auch in Zukunft im Rahmen ihrer Möglichkeiten fördern und mittragen. Und weil diese Partnerschaft so wichtig ist, so lebendig und so herzlich, wollen wir sie heute mit der Unterzeichnung einer Urkunde bekräftigen. However, the partnership should not end with this 25th anniversary. Wiesbaden is very interested in continuing to fill the relationship with life. In the future as well, it will continue to promote and support the exchange between our two towns to the best of its ability. And because the partnership is so important, so lively and so cordial, we want to strengthen it today by signing the reaffirmation document. Telefon. Auch in Zukunft wird die Jugend im Fokus der Bemühungen stehen. Wenn wir noch mehr als bisher schon junge Menschen für die jeweilige Partnerstadt begeistern können, stärken wir das Fundament unserer Partnerschaft. Jugendarbeit wird also auch künftig ein wesentlicher Bestandteil der Aktivitäten bleiben. Ein schönes Beispiel ist der Auftritt von Blechbläsern der Wiesbadener Musik- und Kunstschule, die heute zum Gelingen dieser Feier beitragen. Ich bin sicher, alle hier anwesenden Künstler werden noch in vielen Jahren begeistert von ihrem Besuch in Tunbridge Wells erzählen. Herzlichen Dank an Christoph Nielbock, dem Leiter der Schule, der die Gruppe betreut. In the future as well, young people will remain the focus of our endeavours. If we could get even more young people excited about town twinning, we will strengthen the foundation of our partnership. Youth work will remain an important part of our activities. A good example is the performance by the brass ensemble from Wiesbaden's Music Academy, who are contributing to the success of this celebration today. I'm sure that years from now, the young musicians here today will remember their visit to Tunbridge Wells with pleasure. Warmest thanks to Christoph Nielbock, the director of the Academy, who is accompanying the group. Sehr geehrte Damen und Herren, unser Besuch hier in Tunbridge Wells ist der erste Teil der offiziellen Jubiläumsfeiern unserer Städte. Im September, um genau zu sein, vom 19. bis zum 21. September dieses Jahres, erwarten wir Ihre Delegation in der hessischen Landeshauptstadt. Ich möchte heute noch nicht allzu viel verraten, bin aber sicher, dass wir Ihnen ein interessantes und spannendes Programm für Ihren Besuch bieten können. Ich freue mich schon jetzt, denjenigen, die Wiesbaden noch nicht kennen, unsere schöne Stadt ein wenig vorstellen zu können und denjenigen, die schon in Wiesbaden waren, vielleicht das ein oder andere Neue zeigen zu können. Jetzt aber bin ich erst einmal froh, Ihr Gast sein zu dürfen. Ich freue mich auf das heute noch folgende Programm. Herzlichen Dank. Ladies and gentlemen, our visit to Tunbridge Wells is just the first part of the official anniversary celebrations.
in September, more precisely from the 19th to the 22nd of September, we look forward to receiving your delegation in the state capital of Hesse. I don't want to give anything away, but I'm sure that we will be able to offer you an interesting and enjoyable programme for your visit. I look forward to showing our town to those of you who do not yet know Wiesbaden, and perhaps being able to show something new to those who have already been there. But right now, I'm very happy to be your guest, and I look forward to the rest of the programme. Thank you. Stadtrates, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Sie alle hier begrüßen darf. Ich freue mich, dass die Mitglieder der SPD-Fraktion hier sind, die ich auch in Wiesbaden immer gerne begrüße. Aber ich muss zugeben, hier auf englischem Boden ist das noch eine ganz andere Sache. Da seid ihr mir noch viel lieber als in Wiesbaden. Okay. Your Worship Mayor, Lord Mayor, ladies and gentlemen, I'm very glad to be here, and I'm particularly glad to welcome you all here, and particularly to welcome the members of the SPD from Wiesbaden. I'm always very glad to welcome you, but particularly glad to welcome you here in England. Jetzt habe ich gleich ein zweifaches Problem. Das eine ist, dass die Regie uns gestern Abend nochmal Anweisungen gegeben hat, unsere Reden so kurz wie möglich zu halten. Und die zweite Problematik ist, dass der Oberbürgermeister wohl in einem von mir unbeobachteten Augenblick meine Rede irgendwie an sich gebracht haben muss, denn er hat exakt das gesagt, was ich sagen wollte. I've got two problems. One is that we were told yesterday evening that we needed to shorten our speeches, and the second is that sometime when I wasn't watching, the Oberbürgermeister, the Lord Mayor, has stolen my speech. Exactly what I was going to say. So machen wir das jetzt. Also ich stelle jetzt die charmante Übersetzerin natürlich vor fast unlösbare Probleme. Sie hat meine Rede, hat sich auch sicher darauf vorbereitet, aber wir machen das jetzt so, wir schieben die beiseite. Und so habe ich die Chance, naja, die Rede ist gut, also ich hätte die auch halten können. So he says that he's now going to speak free, which is a nice little test for me, as I've got to follow him. But he would like to stress that his original speech, which is the one that I had prepared in English for you, is very good, and he would really have liked to give it to you. Die Wiesbadener kennen diese Art von Reden und sie ist manchmal wahrscheinlich zu gebrauchen, aber sie dauert mindestens eine Stunde. Says that the people from Wiesbaden know these kind of speeches and they're very good, but they take at least an hour. Aber so habe ich die Chance und die Möglichkeit, vielleicht das in kurzen, aber von Herzen kommenden Worten auszudrücken, was mich in diesem Augenblick bewegt. But now I have the chance to say in a few short words which come from the heart that which is moving me at the moment. Die Landeshauptstadt Wiesbaden hat 13 Partnerschaften. Und wir lieben alle diese 13 Partnerschaften. Wiesbaden has 13 town twinnings and we love them all. Und wir freuen uns immer, wenn wir die Gelegenheit dazu haben, nicht nur wir selbst, sondern vor allen Dingen unsere Bürgerinnen und Bürger in unseren Partnerstädten zu Gast zu sein. And we're always very pleased when we can visit our twin towns, not just ourselves, but when our citizens visit the twin towns. Ich bin sicher, dass es den anderen Delegationsmitgliedern, Herrn Oberbürgermeister, Frau Nollert, Frau Laubach, gestern Abend genauso gegangen ist wie mir. Ich war noch nie in Tunbridge Wells. Ich war zwar schon in England, aber noch nie in Tunbridge Wells. Aber als wir hierher gefahren sind und in die Stadt fuhren, hatte ich den Eindruck, dass ich hier schon viele, viele Male war. I don't know what the other members of the delegation think. The Oberbürgermeister
Frau Nollert and Christiane Laubach, but yesterday when I arrived in Tunbridge Wells, although I've been to England before, I had the feeling as I drove into town that I had been here many times before. Das war eben noch nicht so, aber das muss ja seine Ursache haben, das muss ja irgendwo eine Ursache haben. Und ich erkläre mir das so, dass das die Vorfreude ist. Die Vorfreude auf das, was uns erwartet hier. Weil wir wissen, wir kommen hier zu Freunden, die wir über 25 Jahre schon sehr oft erlebt haben. Und dann ist man leicht wie zu Hause. I don't know what the reason for that feeling was, but I suspect it was anticipation, happy anticipation, because we knew that we were coming to good friends whom we have seen many times over 20 years, and that is why we feel so at home here. Unsere Partnerschaften liegen in Ländern, mit denen unsere Eltern, unsere Großeltern zum großen Teil verfeindet waren. Many of our town twinnings are in countries with which our parents and grandparents were enemies. Und wir hatten die große Chance, diese Zeit nicht vergessen zu machen, aber diese Zeit aufzuarbeiten und die Zukunft zu verändern. Und ich denke, dass wir diese Chance auch ein ganzes Stück weit positiv begleitet und durchgeführt haben. We had the great opportunity not to forget that past, but to work through it and to improve things for the future, and I think we have been successful in that. Nun sind wir hier in Royal Tunbridge Wells, einer Stadt in England, der wir alles erdenklich Gute wünschen, Ihnen persönlich, Ihren Bürgerinnen und Bürgern. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und Gottes Segen. And now we are here in Royal Tunbridge Wells, a town in England, to whom we wish you personally, Mr. Mayor, and all the citizens of the town, all the very best and God's blessing. Wer meine Rede haben möchte, ich denke, If anyone would like a copy of his speech, he would be ich very stelle sie für einen kleinen Obolus zur Verfügung. Now we will sign the reaffirmation agreement. Thank you. nicht mit leeren Händen zu erscheinen. Und so haben auch wir eine kleine Überraschung mitgebracht und ich freue mich, dass ich zu der Überraschung, die ich gemeinsam
mit Herrn Nickel gleich vornehmen werde, einige erklärende Worte sagen möchte. Und jetzt mache ich das, um zu testen, ob das immer noch so gut funktioniert, dasselbe, was der Kollege Nickel gemacht hat. Das, was unsere beiden, ich kenne sie fast auswendig, deswegen bleibe ich ganz dicht dran. Das, was unsere beiden Städte miteinander am meisten verbindet, ist das Thema des Wassers. Und uns ist zu Ohren getragen worden, dass sie planen, einen Brunnen zu bauen. Jetzt ist uns aber auch in der Tagespresse, die wir täglich fast verfolgen, auch zu Ohren gekommen, dass im Moment irgendwie die Quelle kein Wasser mehr führt. Das ist natürlich nicht so praktisch. Ich wünsche Ihnen, dass dieses Wasser bald wieder fließen möge. Und wir haben Ihnen für diesen Brunnen etwas mitgebracht, was wir mir jetzt sinnvollerweise mal bringen. Nein, das bringen wir nicht. Wir gehen darüber. Gut. Also ich spreche jetzt was dazu und dann gehen wir gleich gemeinsam. Aber wir haben Ihnen einen ersten Stein mitgebracht für diesen neuen Brunnen. Wenn die Planung sich etwas vertieft und Sie vielleicht dazu kommen, dass Sie einen Brunnen aus rotem Sandstein bauen, dann passt der Stein. Entscheiden Sie sich für ein anderes Material, teilen Sie es uns bitte mit. Wir tauschen den Stein dann gerne gegen das Originalmaterial aus. Ich wünsche Ihnen viel Freude damit. Okay, I hope you can remember what you said. Okay, it's customary when visiting friends not to come empty-handed, so we have brought a little surprise with us, which I'd like to say a few words about. Now, he knows, I know that you are thinking of building a fountain in the town, and I also know from my daily study of the English press that you're having some trouble with your spring, and that it's... However, I do wish that your spring may flow abundantly again, and when your fountain is built, we have brought you a stone to put in your fountain. Now, it's made of red sandstone, so we hope that your fountain will also be around red sandstone. But if it's not, then let us know, and we will change it for one. Thank you very much. Now comes for, I think we're going to have some music, but just before we did that, I just wanted to thank you all listeners here. It was wonderful to have you here. Thank you for that wonderful story. I'm just praying that we get the water back. But I was told by Lord Allegheny last night with great confidence I will come back. Just to tell you what I wrote. So thank you for that. You couldn't have chosen better. I mean, it was wonderful to hear you. And I'm sorry it wasn't your great speech, but we enjoyed your impromptu speech. And now I think it's the musicians and before we eat and drink. Thank you very much indeed.
Thank you.